Ja, hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist. Heute möchte ich mit euch die neue Chorus Apex 2 Pro anschauen, beziehungsweise ein ausführliches Review machen. Ich zeige euch, was die Uhr hier alles kann. Ich werde das Video wie gewohnt wieder in Kapitel einteilen. Das heißt also, du kannst entsprechend hier durch die Kapitel switchen, falls dich ein Thema nicht interessiert oder falls du ein Thema nochmal sehen willst. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt damit an. Viel Spaß! Ja, da haben wir schon das gute Stück, die Chorus Apex 2 Pro, in diesem Fall in der grünen Variante. Und wir sehen auch hier, dass das Armband entsprechend der Farbe oder beziehungsweise der Uhrfarbe abgestimmt ist. Wir haben aber auch die Möglichkeiten, hier das Armband zu wechseln. Wir haben hier so einen Schnellverschluss, den wir einfach hier zur Seite schieben können. Und dann können wir entsprechend hier das Armband entfernen. Und das machen wir jetzt einfach mal, weil es einfach entsprechend hier etwas besser zum Filmen ist. Die Uhr selber hat ein Titaniumgehäuse, ist bis 5 ATM wasserdicht und hat hier auch ein Saphirglas verbaut. Das heißt, sowohl die Chorus Apex 2 als auch die Apex 2 Pro kommen hier mit einem Saphirglas daher. Und da haben wir auch nochmal einen kleinen Unterschied zwischen Apex 2 und Apex 2 Pro. Also wie gesagt, das ist die Pro-Variante. Die Apex 2 Variante kommt hier mit einem 43 mm großen Display oder beziehungsweise Uhrenumfang her. Und diese Uhr hat hier 46 mm, beziehungsweise auch vom Gewicht gibt es dann einen kleinen Unterschied. Die Apex 2 kommt hier mit 53 Gramm mit Silikonarmband und 42 Gramm entsprechend hier mit Nylonarmband. Ein weiterer Unterschied ist auch dann entsprechend hier noch die Akkulaufzeit, da komme ich gleich noch drauf zu, da die Uhr etwas kleiner ist als jetzt hier die 2 Pro. Und wir haben hier dann einmal multiples GPS, 24/7 Herzfrequenzsensor, das sehen wir hier hinten. Es ist auch möglich, hier Pulsoximeter zu messen. Dann haben wir wieder den Chorus-typischen Anschluss mit den 3 Pins, also sehen so ähnlich aus wie die von Garmin, aber hier ist ein Pin weniger. Und wir haben hier dann natürlich noch einen barometrischen Höhenmesser verbaut. Was das Display angeht, so haben wir hier ein Touch-Display verbaut, beziehungsweise auch ein Memory-in-Pixel-Display. Das bedeutet, wenn ihr in die Sonne geht, habt ihr hier eine sehr gute Ausleuchtung des Displays. Ansonsten haben wir hier eine Hintergrundbeleuchtung, die hier entsprechend aktiviert wird. Ihr habt dann auch die Option, dass ihr zum Beispiel das Touch-Display dauerhaft einschaltet, wie ich das jetzt habe, oder nur bei der Karte. Das heißt, auch hier gibt es eine Karte, die hier verbaut ist. Das könnt ihr dann individuell selber entscheiden, wie ihr das Ganze dann haben möchtet. Ich habe es jetzt generell hier mal auf komplett Touch eingestellt, einfach nur ein bisschen mehr zeigen zu können. Und wir sehen hier, wir können entsprechend das Ganze hier durchswipen. Ebenfalls kann man auch einstellen, dass hier dann das Display bzw. die Tasten gesperrt werden. Da könnt ihr einmal auswählen mit Krone drehen oder Krone drücken. Also müsst ihr länger auf die Krone drücken, beziehungsweise ihr könnt das Ganze aber auch ausschalten. Dann ist das Ganze nicht gesperrt. Ich würde es aber empfehlen, weil wenn man an die Tasten kommt, dann wird dann doch sehr schnell hier was ausgelöst, da die doch wirklich sehr gut empfindlich sind, beziehungsweise hier die Druckpunkte der Taste auch sehr, sehr gut gehalten sind. Und man kommt auch hin und wieder doch tatsächlich beim Tragen der Uhr dann hier mal an die Taste oder an die Krone. Ich würde einfach vorschlagen, wir gehen jetzt mal durch die ganzen Widgets, was es hier bei der Chorus Apex 2 Pro gibt. Das ist übrigens auch bei der Apex 2 so, also da gibt es dann keine Unterschiede. Wir sehen einmal hier den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da kommen wir dann, wenn wir hineingehen, bekommen wir eine Übersicht angezeigt, wie dann der Sonnenverlauf ist, auch die Dämmerungszeiten. Und wir können dann hier entsprechend durch die verschiedenen Tage durchgehen. Und dann sehen wir auch entsprechend, wie sich hier die Zeiten ändern. Wir haben jetzt die Sommersonnenwende gehabt, das heißt also, die Tage werden jetzt wieder entsprechend länger und die Dämmerungszeit etwas später. Und wir können auch sehen, dass wir hier nicht unendlich weit in die Zukunft gehen können. Wir haben jetzt hier 1. Januar, das ist jetzt das Maximale. Wir haben heute den 26. Dezember, also soweit können wir entsprechend hier in die Zukunft schauen. Ja, und wenn die Sonne untergeht, geht man natürlich dann irgendwann auch ins Bett. Das ist dann hier das Schlaftracking. Wir sehen jetzt hier einmal eine kurze Übersicht des Schlaftrackings von 5 Stunden 40. Dann sehen wir hier auch schon die Schlafenszeit und die Aufwachzeit. Wir können uns das Ganze nochmal im Detail anschauen. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir hier einmal die Wachzeiten, REM-Schlafzeiten, die Leichtschlafzeiten. Aber auch wenn hier zum Beispiel Pfeile angezeigt werden, wie jetzt hier zum Beispiel, sehen wir, oh, es gibt hier noch ein weiteres Untermenü. Dann können wir hier auf die Krone klicken, dann sehen wir hier eine Übersicht der letzten Nächte und bekommen dann hier so einen 7-Tagesschnitt angezeigt. Thema Schlaftracking kann ich sagen, ja, es ist zwar schon besser geworden, also ich hatte ja die Vertex 2 und die Chorus Pace 2 ja schon getestet. Da war es noch katastrophal, was die Zeiten anging. Das ist jetzt hier tatsächlich etwas besser geworden. Ich habe noch so Abweichungen von 10, 15 Minuten, aber so vom, ich sag mal Aufwachphasen und Einschlafphasen, das passt ungefähr. Zu den Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, da kann man eigentlich wirklich nichts groß dazu sagen, weil einfach hier tatsächlich das Schlaflabor wichtigere Werte oder richtigere Werte gibt. Dann haben wir noch ein 24/7 Herzfrequenzmesser. Da ist es so, ihr könnt auswählen, dass ihr entweder alle 10 Minuten euch einen Wert geben lasst. Ich habe das Ganze mal so eingestellt, dass wirklich kontinuierlich gemessen wird. Das geht nämlich auch. Also ihr könnt das aussuchen oder ihr könnt das Ganze dann auch ausschalten komplett. Dann sehen wir hier einfach mal den Verlauf über den Tag
der dann entsprechend hier gemessen wird. Was für viele natürlich auch interessant sein dürfte, sind die Aktivkalorien, weil das hier, was wir gerade sehen, das sind die aktiven Kalorien. Ich habe heute 1117 Kilokalorien verbrannt. Ich war heute Morgen laufen und entsprechend bekommt er ja auch hier, wenn er nochmal reingeht, eine kleine Übersicht angezeigt, wie der 7-Tage-Schnitt aussieht. Ebenfalls werden dann auch hier die Schritte getrackt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel 10.213 Schritte war heute mein Tagesziel, beziehungsweise das, was ich heute gemacht habe. Und sind auch hier, gestern war ich relativ faul, also wir können auch hier nochmal durch die Statistik gehen und uns die letzten Tage hier im Vergleich anschauen, beziehungsweise dann auch hier bekommen wir nochmal einen 7-Tagesschnitt angezeigt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Apple-Nutzer seid, also ich kann es nur von Apple sagen, weil ich jetzt Apple nutze, da könnt ihr auch die Chorus-App dann entsprechend bei Health hinterlegen. Das heißt also, die Schritte werden da übertragen und wenn ihr jetzt bei einer Krankenkasse so eine Schritt-Challenge macht, so wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt bei der Techniker Krankenkasse, die bieten da so ein Bonusprogramm an, da könnt ihr das Ganze auch entsprechend hinterlegen und da werden die Schritte dann auch hier getrackt und dann entsprechend ja für die App weiter übermittelt. Ebenfalls werden hier auch die Etagen gezählt, das heißt also mit dem barometrischen Höhenmesser werden dann entsprechend dann auch die Höhen, die ihr unterwegs macht, getrackt, beziehungsweise bekommt ihr auch in der Übersicht. Wir haben hier natürlich eine Sportuhr und da sind natürlich Sport-Apps interessant und das erste ist hier die Laufleistung, also mein letzter Lauf wurde jetzt hier mit 102% bewertet, das heißt also, das war ein deutlich besserer Lauf als die letzten Läufe, die werden dann immer wie eine Art Running-Index bewertet. Wenn wir reingehen, sehen wir auch nochmal hier, heute um 12.55 Uhr bin ich laufen gewesen, dann bekommen wir hier mit dem Pfeil so angezeigt, in welchem Bereich ich mich bewege, das war zwar sehr gut. Und wir sehen auch wieder hier, wir haben hier zwei Pfeile, einmal hier rechts ein Pfeil und hier unten so ein Doppelpfeil, das heißt also, wir können wieder hier auf die Krone klicken, dann bekommen wir einfach ganz kurz beschrieben, was ich gerade schon gesagt habe, dass hier mein Lauf ja besser ist als die letzten Läufe und wenn wir mal hier runtergehen, bekommen wir auch dann eine Rennvorhersage angezeigt, einmal für 5 Kilometer, für 10 Kilometer, für 21 und für Marathonlauf. Die kommen auch etwa so hin, also zumindest was die ersten 3 Läufe angeht, kann ich das Ganze auch so beurteilen. Beim Marathon, ja, wird es eher schwieriger, da habe ich das Ganze noch nicht so ausprobiert, beziehungsweise bin noch kein gelaufen. Und ihr seht es auch immer wieder, das Display beziehungsweise die Beleuchtung im Hintergrund geht dann aus. Das könnt ihr jetzt leider nicht einstellen, wie lange das Ganze leuchtet. Ihr könnt nur einstellen an oder aus oder automatisch. Also da kann ich leider das Ganze nicht länger einstellen. Das ist dann wirklich nach einer gewissen Zeit dann hier ausgeschaltet. Dann gehen wir zum nächsten, da bekommen wir dann auch eine Rennvorhersage in Minuten angezeigt. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil hier haben wir die absolute Zeit, aber ja, viele können mit absoluten Zeiten nichts anfangen. Also ich bin auch immer einer, der das gerne ein bisschen umrechnet, gerade bei, ja, wenn es hinten raus ist. Und dann sehen wir nochmal, wir bekommen das Ganze hier auch mal in den 4 Kategorien angezeigt. Und dann sehen wir auch hier, das ist auch sehr realistisch, dass ihr zum Beispiel bei einem 5-Kilometer-Lauf deutlich schneller laufen könnt als jetzt beim Marathon. Und so bekommt ihr dann auch die Empfehlung angezeigt, wie weit oder wie entsprechend ihr hier oder welches Tempo ihr da laufen sollt, um diese Zeiten zu erreichen. Als nächstes haben wir dann eine Aktivitätsübersicht. Hier bekommen wir einfach nochmal angezeigt, wie aktiv wir waren. Also ich habe das normalerweise rausgemacht. Ihr könnt die Widgets übrigens auch ja teilweise auch entfernen, beziehungsweise dann auch neu sortieren. Also ich habe das einfach jetzt mal drin gelassen, zu zeigen, wie das Ganze hier ist. Wir sehen jetzt hier, 51 Minuten habe ich heute gebraucht für mein Workout, beziehungsweise mein Workout ging ein bisschen kürzer und dann habe ich mich noch ein bisschen bewegt und dann gibt es die Zeit von 51 Minuten. Dann kommen wir auch schon zu der Belastung, beziehungsweise zum Trainingsload. Wir sehen jetzt hier aktuell die Fitness und die Belastung. Ich bin jetzt ja momentan erschöpft, da sehen wir hier diesen Pfeil hier oben. Umso weiter dann ins rote Bereich geht, umso ja ausgelasteter Seite, umso niedriger es ist, also wenn es nach links geht, dann wird es besser. Das bedeutet einfach, dass ihr hier euch ein bisschen erholen sollt, beziehungsweise dann hier, ja, wenn ihr auf dem Bereich hier unten seid, euch dann wieder gut anstrengen könnt. Gehen wir einfach auch mal rein, dann sehen wir hier den Trainingsload angezeigt, der liegt bei 364, das sind jetzt meine beiden Läufe. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr bekommt für jeden Lauf dann quasi so Trainingspunkte oder ja, so ein Trainingsload und ihr habt so eine Art Konto und das Konto kann einen Maximalwert aufnehmen, das variiert dann aber immer, umso mehr ihr trainiert. Das heißt also, 364 ist bei mir so das mittlere Level gerade. Und wenn ihr euch links bewegt, also wenn der Trainingsload immer kleiner wird, dann baut ihr eure Fitness nicht aus. Das heißt also, ihr solltet euch immer so in diesem oberen Bereich hier bewegen, damit ihr eure Fitness nicht abbaut. Aber das werden wir gleich in der App nochmal ein bisschen besser sehen. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Dann bekommt ihr dann nochmal eine 4-Wochen-Übersicht eures gesamten Trainings, also ob es einfach, mittel und schwer war. Das ist nochmal so ein bisschen die Aufteilung. Ihr solltet ja im Regelfall schwere Trainings ja ziemlich gering halten und die einfachen bzw. mittleren Trainings höher halten als die schweren Trainings, um hier einen Trainingsfortschritt zu haben. Wenn euch das mit dem Erschöpftsein aber ein bisschen schwerfällt, beziehungsweise wenn ihr da noch mehr Daten wollt, gibt es hier dann noch ein weiteres Widget, das nennt sich dann einfach hier, ich nenne es einfach mal Erholungswidget, das sehen wir auch nochmal hier. Ich bewege mich auch hier in dem oberen Bereich, die Erholung liegt bei 62%, das heißt also hier wird dann empfohlen, locker trainieren
und 23 Stunden bis zur hohen Belastung wird mir hier als Ruhezeit empfohlen. Dann können wir auch nochmal hier rein, dann bekommen wir das Ganze hier dann auch mal im Detail dann angezeigt, was das Ganze hier bedeutet. Wie auch schon gesagt, wir haben hier einen barometrischen Höhenmesser verbaut, dann sehen wir hier auch nochmal eine Übersicht der Höhe. Können wir uns das Ganze auch nochmal entsprechend hier anschauen, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Und wir sehen auch hier, dass ich mich da hier ein bisschen bewegt habe. Wir waren jetzt ein bisschen unterwegs und da haben sich entsprechend die Höhen dann geändert und angepasst und so bekommt dann auch nochmal hier ein Tagesverlauf angezeigt. Ebenfalls könnt ihr hier auch eine Unwetterwarnung einstellen, das zeige ich euch gleich nochmal, wo man das machen kann und dann bekommt ihr dann auch nochmal hier Werte angezeigt, wenn die barometrischen Werte hier sinken. Das Ganze sehen wir hier nämlich nochmal. Wir haben hier nämlich nochmal den Hektopascal angezeigt bekommen, der momentan nach oben geht und so bekommt ihr dann auch nochmal hier eine kleine Übersicht angezeigt, was die Entwicklung des Hektopascals ist. Ebenfalls haben wir dann auch hier noch einen Temperatursensor verbaut, das heißt also, ihr könnt dann hier eure Körpertemperatur messen oder wenn ihr jetzt Freiwasser draußen unterwegs seid und es über einen Nylonanzug habt, könnt ihr entsprechend dann auch hier das Ganze mit Wassertemperatur messen und habt hier entsprechend die Anzeige dann im Workout, wenn ihr das haben möchtet. Dann gibt es hier auch die Möglichkeit, noch ein Training zu hinterlegen. Wir haben jetzt hier heute kein Training, das nächste Training ist am 27. Dezember und dann bekommen wir hier eine kleine Übersicht, wie sich die ganzen Trainings zusammensetzen. Wir haben einmal hier einen Trainingsplan hinterlegt, das ist aktuell von Stride für 10 Kilometer und wir können mit der Uhr nämlich auch hier auf Power trainieren. Sie unterstützt ja selber Watt am Handgelenk oder dann auch den Stride Footpod. Ihr könnt aber auch eigene Trainings erstellen. Es gibt dann die Möglichkeit hier, und das ist für alle Coros-Uhren so, einen sogenannten Trainingshub. Den Trainingshub könnt euch da registrieren, beziehungsweise seid dann registriert, wenn ihr ein Coros-Konto anlegt und da könnt ihr dann eure Trainings planen und bekommt dann auch eine Anzeige, wenn ihr Trainings geplant habt, wie ihr euch da entwickelt. Es gibt da auch einen Trainermodus, also das Ganze funktioniert eigentlich wie Training Peaks, falls ihr mal Training Peaks genutzt habt. Das ist eigentlich vom Prinzip das Gleiche und so könnt ihr dann in der Oberfläche dann entsprechend hier euren Progress oder euer Fortschritt hier verwalten bzw. dann vorantreiben. Und da muss man einfach auch sagen, es bietet hier kein Hersteller sowas in der Form an, außer jetzt Coros. Also wenn ihr gerade in dem Bereich hier im Trainingsplan seid und auch mit Trainer arbeiten wollt und jetzt hier keine monatlichen Kosten haben möchtet, dann kann ich euch tatsächlich Coros-Uhren hier sehr nahelegen. Es gibt ja auch eine günstige Pace-Variante, wenn ihr sagt, okay, so Outdoor-Uhren sind jetzt nichts für mich. Die bietet ja auch schon einiges und da könnt ihr dann entsprechend hier den Trainingsplan oder das Trainingshub nutzen. Dann haben wir noch die Option der Smart Notification, da können wir mal reinschauen, da sehen wir jetzt einfach hier, meine Frau hat mir jetzt Bilder geschickt, beziehungsweise wir bekommen hier auch eine Übersicht, zum Beispiel meine eBay Kleinanzeigensuche, hier in so einer kleinen Anzeige angezeigt. Ihr könnt jetzt aber nicht auf Nachrichten antworten. Wenn ihr jetzt rechts unten länger auf die Uhr drückt, dann kommt ihr ja auch nochmal in das generelle Menü hinein. Hier gibt es nämlich so ein paar allgemeine Sachen. Wir haben zum Beispiel einmal die Möglichkeit, uns das Satellitensignal anzeigen zu lassen. Das wird jetzt hier unten im Keller nicht gehen. Ich blende euch einfach mal das Ganze draußen ein, wie ich das gemacht habe. Und da seht ihr nochmal eine Auflistung der Satelliten. Wie gesagt, wir haben hier ein Multiband-GPS verbaut. Und es ist auch so, die Satelliten werden hier sehr, sehr schnell gefunden. Des Weiteren bekommt ihr dann auch nochmal die Sichtbarkeit angezeigt, wie viele sichtbar sind, wie gut das Ganze ist, welche UTC-Zeit ist und dann auch, welche GPS-Höhe ihr aktuell dann habt. Dann haben wir natürlich klassische Sachen wie eine Stoppuhr oder ein Timer, aber auch einen Alarm könnt ihr natürlich nutzen. Also das sind jetzt so die klassischen Sachen, die eine Uhr eigentlich mitbringen sollte. Das nächste Interessante wären dann die Zifferblätter. Bei Coros ist es nämlich so, ihr habt zwar einige Zifferblätter zur Auswahl, die werden aber von Coros selbst gestellt. Das heißt also, ihr könnt es euch nicht über einen Drittanbieter-Store oder sowas weitere Zifferblätter herunterladen. Wir sind jetzt hier in der Coros-App, da kommen wir gleich auch noch später drauf hinzu. Da gehen wir einfach mal hier auf das Thema Zifferblätter und dann sehen wir auch hier eine kleine Übersicht, die uns hier Coros anbietet. Wir haben jetzt aktuell zubekommen diesen Schneemann und dieses Weihnachtsdisplay. Es ist natürlich immer alles Geschmackssache, es muss nicht jedem alles gefallen, was man so hat, aber Coros bietet hier gerade zu Festivitäten einiges an, Neues an. Zum Beispiel zum Berlin-Marathon kam was hinzu oder dann auch hier zum New York City-Lauf. Und so habt ihr dann immer wieder neue Display-Designs, die dann entsprechend hier zur Verfügung gestellt werden und die könnt ihr dann hier auswählen. Bei vielen Display-Designs gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn ihr die Taste hier unten drückt, schaut einfach mal hier auf den Wert, dann wird hier entsprechend ein anderer Wert angezeigt, zum Beispiel Sunrise, Sunset, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, beziehungsweise dann auch hier Herzfrequenz oder auch die Schritte. Und da muss ich auch sagen, manche Sachen sind hier noch teilweise in Englisch gehalten, das müsst ihr immer im Hinterkopf bewahren. Da ist noch nicht alles astrein übersetzt, das will ich einfach auch nochmal ganz kurz hier anmerken. Dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, hier selbst den Nachtmodus auszulösen, beziehungsweise hier einzuschalten. Wir haben auch die Option, hier Offline-Musik mitzunehmen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ihr dann entsprechend dann auch Kopfhörer gekoppelt habt. Dann könnt ihr das Ganze hier auch offline nutzen. Dann habt ihr auch die Option, eine Kamera zu steuern. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Insta360 habt oder eine GoPro,
Dann könnt ihr das Ganze hier verbinden miteinander und könnt dann hier zum Beispiel Aufnahmen starten. Das ist halt ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel zum Fahrrad unterwegs seid oder irgendwo laufen seid und ihr wollt eine Aufnahme von euch machen, könnt ihr das dann entsprechend hier über die Uhr starten und dann wird auch die GoPro oder die Insta direkt gestartet und kann euch dann ja aufnehmen, wie ihr das Ganze haben möchtet. Ebenfalls haben wir dann auch die Möglichkeit, hier alles mit Wi-Fi zu synchronisieren. Ihr habt auch die Option, dann Find My Phone, das heißt also, wenn ihr euer Handy sucht, dann könnt ihr das entsprechend hier auch darüber suchen. Können wir jetzt einfach mal ganz kurz testen. Wir führen es einfach jetzt mal kurz aus. Dann sehen wir hier, wird dann entsprechend ein Sound abgespielt und ihr könnt dann euer Handy ja suchen, wo das dann liegt. Ebenfalls haben wir dann auch hier einen Kompass verbaut, der uns hier dann ja entsprechend die Kompasswerte anzeigt. Und wir können dann auch nochmal genauer hineingehen und bekommen hier dann auch nochmal barometrische Höhenwerte, beziehungsweise dann auch die Höhenmeter angezeigt und ja, wo wir uns gerade hier befinden. Eine weitere Option, die die Coros Apex 2 Pro anbietet, ist dann auch die Möglichkeit, Herzfrequenz zu senden. Das heißt, als wenn ihr die Uhr tragt und jetzt zum Beispiel ja Swift nutzt oder andere Sachen, die dann ja eure Herzfrequenzdaten verarbeiten können, dann könnt ihr entsprechend hier auch die Daten senden und an das Gerät ja übermitteln. Ebenfalls ist dann auch ein Pulsoximeter verbaut und der arbeitet eigentlich so, wie man sich das Ganze vorstellt. Also ihr könnt auch selber hier direkt messen. Wir sehen auch gerade Mist jetzt hier. Ich habe die Uhr natürlich nicht an, aber automatisch funktioniert das dann ab einer Höhe von 2500 Metern. Da wird es dann entsprechend kritisch und dann werden hier entsprechend die Blutsauerstoffwerte gemessen. Ebenfalls haben wir dann hier auch noch sinnvollerweise dann das Höhenprofil dabei. Also das ist dann entsprechend hier auch in der App hinterlegt und so bekommen wir das Ganze dann hier nochmal in der Übersicht angezeigt. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch einen sogenannten Herzfrequenz-Variabilitätstest zu machen. Also hier wird dann entsprechend ja eure Veränderung des Herzschlages gemessen. Das könnt ihr hier ausführen, indem ihr dann euch ruhig hinsetzt und dann entsprechend die Uhr hier haltet. Das macht dann am meisten Sinn, wenn ihr morgens aufsteht und wenn ihr Vergleichsdaten haben wollt, am besten immer zur gleichen Zeit bzw. im gleichen Zustand, weil so habt ihr die besten Vergleichswerte und wisst dann, ob euer Herzfrequenzvariabilität, ob das soweit ein Bereich ist, der in Ordnung ist oder auch nicht. Schwierig ist natürlich hier, dass man das Ganze nicht so ganz einschätzen kann. Da bietet zum Beispiel Garmin ein bisschen mehr. Die haben ja mittlerweile so eine Anzeige gemacht, was dann zeigt, ob man im besseren Bereich, im schlechteren Bereich ist. Oder auch die Apple Watch Ultra mit zum Beispiel Athletic bietet hier eine bessere Auswertung. Also hier wünsche ich mir einfach noch mehr Auswertung als nur den einfachen Test. Dann haben wir hier ein Akku-Widget und Akkulaufzeit ist ja auch so ein Thema bei der Coros Apex 2 Pro, aber deutlich im positiven Sinne bei Coros, weil Coros hat mitunter die besten Akkulaufzeiten im Markt, was Sportuhren angeht. Die Coros Apex 2 Pro soll ja hier 88% mehr Akkulaufzeit haben gegenüber dem Vorgängermodell, also hier der Apex Pro, was den GPS-Modus angeht, und die Apex 2, was jetzt der Vorgänger die Apex ist, soll hier 80% längere Laufzeit im GPS-Modus haben. Können wir einfach mal reingehen, dann sehen wir hier auch, wir bekommen eine Übersicht und wir haben jetzt hier vor 8 Tagen geladen und wir haben noch 6 Tage Laufzeit, aber wie wir auch sehen hier oben in der Grafik, also ich war nicht bei 100%, das heißt also, das Ganze ist jetzt nicht hier auf 100% gemünzt, sondern hier tatsächlich auf etwa, ja, ich glaube 80-90% war das etwa und wir haben hier trotzdem schon 15 Tage Laufzeit mit mehreren Workouts, das heißt also, hier ist wirklich auch schon was gemacht worden und das ist wirklich, ja, wirklich ein guter Wert. Wir können uns das Ganze auch noch im Detail anschauen, wie sich das alles zusammensetzt, wann wir das letzte Mal geladen haben, beziehungsweise was die Verbraucher waren. Und ja, wir sehen, genau, hier 82% war das letzte, wo wir geladen haben. Und das letzte Laden ist 8 Tage her. Das heißt also, da ist noch viel, viel Luft nach oben, was die Laufzeit angeht. Und hier bekommen wir, wie gesagt, dann nochmal eine Übersicht. Wir sehen zum Beispiel hier, ich habe jetzt auf täglich Herzfrequenz umgestellt. Das macht etwa 20% Akkulaufzeit aus. Also das ist schon nicht wenig. Wie gesagt, wenn das Ganze hier auf 10 Minuten stellt, was dann die zweite Variante wäre, dann wäre natürlich hier die Akkulaufzeit nochmal besser als jetzt im kontinuierlichen Modus. Dann sehen wir hier nochmal 2 Stunden 18 Training waren bis jetzt gewesen bei 10% und 435 Mitteilungen werden seitdem getrackt bzw. angezeigt. Dann haben wir noch ein Metronom verbaut, da können wir auch mal reingehen, da können wir einfach entsprechendes einstellen, wie wir das haben möchten. Ich nutze sowas jetzt nicht, aber falls ihr das nutzt, ihr hört auch, da ist ein entsprechender Signalton auch dabei und dann könnt ihr das Ganze hier auch für euch einstellen, wie ihr das Ganze hier braucht. Dann haben wir noch den Ultra Max Modus, der ist dann hier für Lauf, Trailrunning, Bergsteigen, Wandern-Modus verfügbar und dann könnt ihr natürlich hier, wird die GPS-Daten nochmal im größeren Abstand gemessen, beziehungsweise die Akkulaufzeit ist dann hier nochmal deutlich länger. Die Uhr bietet auch eine Navigation an, das heißt also, wenn ihr ein Workout macht, wandern geht etc., dann bekommt ihr dann hier auch eine Route angezeigt. Die könnt ihr zum Beispiel über Komoot planen oder auch über andere Anbieter und hier entsprechend mit der Uhr synchronisieren. Ich werde das Ganze dann auch nochmal im Rahmen eines Tests machen und euch nochmal ausführlich zeigen, wie das Ganze funktioniert,
wie die Navigation selbst funktioniert. Also falls euch solche Sachen interessieren, lasst doch gerne ein Abo da. Da wird in den nächsten Tagen bzw. 1-2 Wochen dann auch hier ein Video dazu kommen. Ihr habt dann auch noch die Option, die Karteneinstellungen zu verwalten bzw. einzustellen. Wir haben zum Beispiel Möglichkeiten, hier Hybridkarten zu nutzen oder auch tatsächlich auch keine Karte oder nur topografische Karten oder die Standardkarte. Ich nehme halt gerne immer die topografischen beziehungsweise hier die Kartenrichtung dann in Laufrichtung oder dann hier Norden nach oben, je nachdem wie euch das Ganze dann für euch optimal ist. Ebenfalls habt ihr dann die Option hier Standorte zu speichern und dann könnt ihr einfach drauf gehen, dann sehen wir hier jetzt gerade kein Training bzw. GPS verfügbar, aber da habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit hier einen Standort zu hinterlegen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz tiefer in die Einstellung hinein und zwar ins System. Hier gibt es nämlich auch nochmal ein paar Sachen, die sich auch geändert haben. Hier können wir zum Beispiel dann die tägliche Herzfrequenz einstellen in Echtzeit oder alle 10 Minuten, beziehungsweise können auch nochmal hier im Barometer hineingehen. Und da ist dann auch dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Sturmwarnung einzustellen, also die Unwetterwarnung. Mache ich jetzt einfach mal an, dann sehen wir hier, dass der Luftdruck nach 4 Hektopascal, dass das dann entsprechend hier eine Warnung herausgibt. Beim Zubehör hat sich jetzt auch was getan und zwar, wir haben hier kein ANT Plus mehr, es wird nur noch Bluetooth unterstützt. Das heißt also, wenn ihr ANT Plus Geräte habt, die könnt ihr entsprechend hier mit der Uhr nicht mehr koppeln. Aber ihr könnt dann alle möglichen Herzfrequenzsensoren auch von Polar oder von Garmin etc. oder auch den Stride Foodpod hier entsprechend verbinden. Aber auch wenn ihr dann zum Beispiel einen Kicker Snap nutzt oder andere Geräte, die eine Bluetooth-Unterstützung haben, die könnt ihr dann entsprechend hier auch koppeln ohne Probleme. Dann kommen wir noch zum weiteren interessanten Teil, das ist natürlich das Thema Aktivitäten. Da würde ich jetzt einfach hier auch mal kurz auf dem Handy das Ganze zeigen, weil es ein bisschen übersichtlicher ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, uns die Aktivitäten einzustellen. Wir haben hier oben Display-Einstellungen, da gehen wir einfach mal drauf. Und hier bekommen wir dann alle Aktivitäten angezeigt, die die Uhr hier unterstützt. Da haben wir mal alles schön in der Übersicht. Und was kann man hier machen? Für jede Aktivität haben wir nämlich die Möglichkeit, eigene Datenfelder einzustellen. Wenn wir zum Beispiel aufs Laufen gehen, gehen wir rein, dann sehen wir hier eine Übersicht aller Datenfelder, die wir jetzt hier haben. Maximal 6 Stück könnt ihr gestalten. Ich habe jetzt standardmäßig sind glaube ich 4 oder 5 eingerichtet. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eins eingerichtet gehabt, hier zum Beispiel mit Leistung. Und hier könnt ihr dann individuell das Ganze dann gestalten, wie ihr das haben möchtet. Dann gibt es hier unten nochmal eine Übersicht, was ihr alles einfügen könnt. Wir haben zum Beispiel auch dann hier Laufleistung, maximale Herzfrequenz oder auch Laufeffizienzwerte, weil ihr könnt zum Beispiel auch den neuen Pod anschließen von Coros oder den Coros 1 oder Coros 2 Pod. Der gibt euch dann nochmal so vertikale Bewegung, Bodenkontaktzeit etc. nochmal im Detail aus. Und ihr seht auch immer, wenn dann so Daten sind, wie zum Beispiel jetzt hier die Links-Rechts-Balance, also wirklich dann, wo die Balance ausgemessen werden kann, was die Uhr jetzt direkt hier nicht kann, bekommt ihr auch so einen kleinen Text angezeigt, dass man hier ein weiteres Gerät dafür braucht, um hier entsprechend die Daten dann zu erfassen. Aber so könnt ihr euch das Ganze hier entsprechend einstellen, wie ihr das haben möchtet. Und so wird es dann übernommen. Und wenn ihr dann zurückgeht und hier auf Save, also auf Speichern geht, dann habt ihr die Daten dann entsprechend auch dann hier beim Workout. Wir können zum Beispiel jetzt auch einfach nochmal ins Bergsteigen hineingehen. Dann sehen wir auch nochmal, das wäre zum Beispiel jetzt ein vorgefertigtes Feld, was Coros uns anbietet. Wir haben zum Beispiel auch die Trainingslast, die uns direkt angezeigt wird. Oder beim Bergsteigen ist natürlich dann die Höhe interessant und die Herzfrequenz. Und so habt ihr dann für jede Aktivität, die wir hier sehen, entsprechend hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Ebenfalls, was ihr dann in den Aktivitäten noch findet, ist dann auch den Trainingsplan. Den hatten wir ja gerade eben schon mal gesehen. Hier bekomme ich das Ganze dann nochmal hier im Kalender angezeigt, wie sich mein Trainingsplan zusammensetzt. Beziehungsweise, wenn ihr eigene Workouts erstellt habt, ihr könnt nämlich zum Beispiel in der App oder wie gesagt in dem Trainings-Hub eigene Workouts erstellen. Da können wir einfach reingehen, da sehen wir hier auch nochmal 2 Workouts. Ich habe zum Beispiel hier ein Krafttraining-Workout. Da kann man das Ganze nochmal anzeigen lassen. Dann sehen wir hier, wie sich das Ganze zusammensetzt. Und so könnt ihr euch das Ganze dann nochmal im Detail anschauen, was ihr entsprechend machen müsst. Ebenfalls zum Beispiel beim Laufen, das können wir nochmal anschauen, wie sowas aussieht. Da setzt sich das Ganze dann auch nochmal zusammen, da können wir auch nochmal anzeigen. Und dann sehen wir hier nochmal Aufwärmen bzw. Laufen mit der Wiederholung. Hier Ganze auf Herzfrequenz gelaufen oder beziehungsweise basieren. Das sehen wir einfach hier den Herzfrequenzbereich. Wie gesagt, das Ganze geht dann auch mit Pace oder dann entsprechend hier mit Leistung. Und wie das Ganze mit dem Thema Workout geht, das habe ich auch mal im Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal, da war es noch mit dem Vorgängermodell. Da habe ich dann gezeigt, wie das Ganze mit der Coros Apex 1 Pro funktioniert hat. Ich nenne es einfach mal 1. Und da ist aber, beziehungsweise das Doing ist hier dann doch das gleiche wie jetzt hier bei der ersten Version. Ja, um mal einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie die Coros App aussieht, das ist jetzt hier die Startseite. Wir sehen einmal hier unten sind 4 verschiedene Felder, wo wir uns das Ganze mal anschauen können, beziehungsweise wir sehen jetzt hier einen kleinen Überblick. Wir haben nochmal die Kalorien, die ich heute verbraucht habe. Wir haben hier 2 Workouts, da gehen wir einfach mal in eins hinein. Das war ein sehr langsames, mit Run and Walk habe ich da gemacht, also ich bin mal gelaufen, gerannt.
Und wir sehen einmal hier das GPS-Bild. Ich blende euch einfach das Ganze jetzt mal etwas größer ein. Ich bin jetzt nur im Freigelände gelaufen, daher kann ich jetzt über das Multiband-GPS oder Multiple GPS noch nicht so viel sagen. Da muss ich einfach ein bisschen mehr in abgeschotteten Gebieten laufen, um einfach hier eine Aussage zu treffen, wie gut das Ganze ist. Aber mein Eindruck war bis jetzt, zumindest das, was ich gesehen habe, doch schon mal sehr positiv gewesen. Dann bekommen wir nochmal detailliert angezeigt, was ja die verschiedenen Werte sind, wie zum Beispiel Kalorienverbrauch oder auch die durchschnittliche Geschwindigkeit, die schnellste Zeit. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt viel gefilmt, bin viel stehen geblieben auch dabei. Und ja, entsprechend gibt es dann auch hier in der Pace dann hier kleine Verwerfungen. Und dann sehen wir hier auch nochmal, in welchem Bereich ich mich gerade bewegt habe. Also Ausdauer oder nicht Ausdauer, Schwellewert. Und entsprechend bekommt ihr ja nochmal Kadenz, Schrittlänge und die Running Power angezeigt. Wenn ihr den CorusPod verwendet, bekommt ihr dann auch nochmal mehr Datenfelder angezeigt. Das werde ich dann auch nochmal entsprechend testen. Ich wollte das Ganze jetzt einfach erstmal ohne Pod machen, einfach mal zu schauen, was dann die Referenzwerte sind, beziehungsweise wie das Ganze dann hier aussieht. Wie gesagt, wenn dich das mit dem Pod interessieren sollte, da wird auf jeden Fall auch noch ein Video dazu kommen. Dann bekommt ihr nochmal einen Trainingseffekt, wie das Ganze sich hier zusammengesetzt hat und dann natürlich auch nochmal einen Split der 1 Kilometer Runden, beziehungsweise Pace. Habt ihr hier das Ganze auch nochmal, beziehungsweise hier unten dann, mit welchem Gerät das aufgezeichnet worden ist. Natürlich darf dann hier die klassischen Sachen wie Herzfrequenz oder Schlafdetails auch nicht fehlen. Man könnte jetzt theoretisch auch nochmal hier reingehen und uns das Ganze im Detail anschauen. Da sehen wir dann hier nochmal, ja, wie sich der Schlaf zusammensetzt. Aber ich finde, es ist nicht so gut aufgearbeitet, beziehungsweise finde es nicht so ganz übersichtlich wie jetzt etwa bei anderen Anbietern, so bei Polar oder Garmin, die das etwas schöner aufarbeiten als hier. Also der Mehrwert, ja, lasse ich jetzt einfach mal hier jedem überlassen, was er dazu denkt. Der nächste interessante Punkt ist dann hier mit dem Schild. Wir bekommen dann nochmal eine kleine Übersicht unseres Trainings bzw. unseres Trainingszustands. Einmal hier Marathon-Level und der Marathon-Level sagt einfach aus, wie gut euer Training ist oder wie gut ihr dann für Marathon vorbereitet seid. Ihr könnt auch immer wieder auf dieses i, was hier rechts ist, draufklicken. Da bekommt ihr dann so eine kleine Übersicht, was die Zahlen heißen. Und das ist das, was ich hier zum Beispiel meine. Es ist noch nicht alles übersetzt. Hier zum Beispiel die Anleitung ist hier leider noch auf Englisch. Und wir sehen jetzt hier, ich bin momentan bei 51 und das heißt hier, ja, mein Marathon wird abgeschätzt auf 4 bis 5 Stunden, dass ich das Ganze schaffe. Und je schlechter der Marathon-Level ist, so schlechter ist natürlich dann auch die Zeit, die ich hier schaffen könnte. Dann haben wir noch die Ruheherzfrequenz bzw. den Schwellenwert, was für einen Schwellenwert ich aktuell habe. Oder auch die Ermüdung. Und hier sehen wir dann auch das Trainingsload. Da sehen wir jetzt einfach den Verlauf eines Monats. Und da könnt ihr entsprechend schauen, ob ihr dann unterhalb bzw. überhalb des Trainingsloads seid. Dann sehen wir ganz gut, ich war hier krank, konnte nicht trainieren. Entsprechend hier habe ich Fitness abgebaut. Das sieht man, die blaue Wolke ist so ein bisschen nach unten gegangen und die bewegt sich jetzt langsam wieder nach oben, da ich jetzt hier mein Training doch wieder weiter fortsetzen kann. Als allerletztes möchte ich noch mal zeigen, was ihr für Drittanbieter-Apps nutzen könnt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel aktuell Komoot habe ich verbunden oder Apple Health ist möglich, aber auch Strava, wobei nicht die Strava Live-Segmente, sondern nur die Aktivitäten synchronisiert werden. Aber auch Training Peaks ist dabei. Wie gesagt, Stride wird unterstützt. Aber auch zum Beispiel Final Search oder Adidas Running, falls ihr sowas nutzt. Das sind aktuell die Apps, die hier unterstützt werden. Aber Chorus ist da immer wieder dabei, das Ganze zu erweitern. Und vielleicht ist dann auch irgendwann deine App dabei, die du hier entsprechend nutzen möchtest. Wenn du Fragen zu der Chorus-Uhr hast oder Chorus allgemein, dann schreibst du auch gerne in die Kommentare. Ich beantworte die gerne. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Eindruck geben konnte, was die neue Chorus Apex 2 Pro angeht. Wenn dich noch mehr zum Thema Chorus interessiert, ich habe hier oben meine Playlist, da kannst du mal reinschauen. Da habe ich schon einige Videos rund um Chorus gemacht. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe oben eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen. Da siehst du, was sonst auf dem Kanal also stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.